und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich etwas ganz Besonderes, vor allen Dingen für Fans von Nintendo und vor allem von Super Mario, denn wie einige von euch bestimmt wissen, gibt es in den Universal Studios in Osaka eine neue Area, die Super Nintendo World. Und ja, eigentlich sollte die schon vor den Olympischen Spielen 2020 öffnen, aber so sollte es ja nun leider nicht sein. Die Olympischen Spiele stehen immer noch in den Sternen, aber die Super Nintendo World hat nun letzte Woche endlich ihre Tore geöffnet. Am 18. März war das große Grand Opening. Und eigentlich wollte ich dieses Video passend dazu auch letzte Woche hochladen, aber um dieses Video jetzt zu filmen und das Ganze zu schneiden, da hat mir leider die Zeit zugefehlt und ja, deshalb kommt das Video mit einer kleinen Woche Verspätung. Denn ich hatte schon vorab die Chance, die neue Area in den Universal Studios Japan zu besuchen bei einem Pre-Open-Event, wofür ich echt sehr, sehr dankbar war. Und da habe ich natürlich jede Menge gefilmt und versucht, euch die Eindrücke einzusammeln. Und ja, die möchte ich euch jetzt zeigen und euch mitnehmen in die neue Welt. Also auf geht es! Das Highlight der Super Nintendo World ist natürlich die Fahrtattraktion von Super Mario Kart. Die ist wirklich sehr, sehr cool. Man sitzt quasi in einem Wagen und ist Selbstfahrer. Man hat eine 3D-Brille auf und fährt durch die verschiedenen Welten. Man kann sogar selbst Panzer abfeuern und Münzen sammeln. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und ich kann diese Attraktion wirklich nur empfehlen. Allerdings ist es natürlich sehr beliebt und man muss eine ganze Zeit anstehen, aber auch der Wartebereich ist natürlich sehr schön gestaltet. Natürlich gibt es auch jede Menge Goods zu kaufen. Die zweite Fahrtattraktion dreht sich um Yoshi. Diese ist eher etwas langsamer und zum Entspannen geeignet. Auf Yoshi reitet man durch seine Welt und sieht einige Charaktere. Und ja, es ist wirklich sehr schön gemacht und man muss nebenbei auf ein paar Knöpfe drücken, wenn man bestimmte Eier sucht, was wirklich sehr niedlich gemacht worden ist und vor allen Dingen für Kinder geeignet ist.
Natürlich hat man vor Ort auch die Chance, Super Mario, Luigi, Toad und Prinzessin Peach zu treffen. Um aus dem Besuch das meiste rauszuholen, sollte man sich am Eingang ein Power-Up-Band kaufen. Davon gibt es 6 verschiedene Designs von 6 verschiedenen Charakteren. Ich habe mich für Prinzessin Peach entschieden. Allerdings sind diese mit 3200 Yen pro Stück nicht gerade günstig. Aber damit kann man in der Super Nintendo World einiges machen. Mit der App von den Universal Studios verbunden kann man Münzen sammeln und Sticker. Und das natürlich auch bei jedem weiteren Besuch. Das heißt, es ist eine Anlage auch für die Zukunft. Zudem gibt es verschiedene Minispiele, die echt viel Spaß machen und bei denen man halt aber nur mit dem Power-Up-Band reinkommt. Wenn man das nicht hat, dann kann man diese Minispiele leider nicht machen. Und ja, wenn man 3 Minispiele gewonnen hat, die Punkte werden übrigens auch in der App gesammelt, dann kann man zum Endgegner und dort noch ein weiteres tolles Spiel spielen mit kompletten Körpereinsatz und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Leider sind wir in der Super Nintendo World selbst nicht zum Essen gekommen, weil unsere Zeit dort leider nur begrenzt war für dieses Event. Plant also genügend Zeit bei eurem Besuch ein, damit ihr wirklich alles erleben könnt. Aber zum Glück gibt es im normalen Bereich der Universal Studios auch noch ein Mario-thematisiertes Café mit ein paar süßen Sachen und Getränken. Und daneben befindet sich auch noch ein kleiner Shop mit Goods. Also man ist auch, wenn man nicht selbst in die Area reinkommt, am Anfang wird es wahrscheinlich Zeittickets geben oder man muss sich Advance-Tickets kaufen. Selbst wenn man nicht in die Area reinkommen sollte, was bei einem großen Ansturm wirklich möglich ist, dann kann man auch in der normalen Area zumindest ein bisschen Mario erleben. Ja, ihr Lieben, das waren meine Eindrücke von der Super Nintendo World. Der Besuch dort hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich möchte wirklich gerne zurück und noch mehr Münzen sammeln und nochmal Mario Kart fahren. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und mal schauen, wann das klappen wird. Ich vermute mal nicht nochmal dieses Jahr, aber eventuell im kommenden Jahr. Es hat sich wirklich gelohnt und es ist jetzt eine meiner Lieblings-Areas von den Universal Studios Japan neben Harry Potter und neben Minions. Wenn ihr das Ganze noch einmal in einem Text zusammengefasst lesen wollt, ich habe einen Artikel mit meinen Eindrücken darüber auf Votapon geschrieben. Da ist der Artikel auch in mehreren Sprachen übersetzt, je nachdem, welche Sprachen ihr gerne lesen möchtet. Schaut da gerne einmal vorbei, ich setze euch den Link unten in die Infobox. Das war's dann auch schon mit dem kleinen Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meinem kleinen Abenteuer. Lasst mir gerne ein paar Daumen hoch da und ich würde mich auch sehr über Kommentare freuen. Wollt ihr die Super Nintendo World dann selber einmal besuchen oder was ist euer Lieblingscharakter von Nintendo? Und ja, für alle Fans habe ich auch noch ein kleines Extra, denn auf meinem Instagram-Account
Und hier in der YouTube Community, da müsst ihr auf meinen Kanal klicken und da steht irgendwo Community. Da werde ich ein kleines Mini-Giveaway machen mit ein paar Super Mario Artikeln. Da könnt ihr auf jeden Fall immer vorbeischauen. Ich versuche es zeitgleich mit diesem Video hochzuladen. Und ja, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst mir auch ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis bald! Bye, bye!